Weil ich das Format bei einer anderen YouTuberin gesehen hatte und spannend fand, möchte ich euch in diesem Video einmal kurz vorstellen, was ihr für die Wellensittiche nicht kaufen sollt. Ich habe erst einmal nur eine Liste von 10 Dingen erstellt. Vielleicht fallen euch auch noch mehr Beispiele ein. Natürlich werde ich auch die besseren Alternativen nennen. Vieles kennt ihr vielleicht schon, aber einiges könnte selbst für die Valley-Experten noch neu sein. Erst einmal die Basics. Auf welches Material solltet ihr in jedem Fall verzichten? Plastik ist nicht nur wegen der Umweltverschmutzung und der Tatsache, dass für die Herstellung Erdöl verwendet wird, ein No-Go. In den Ritzen können sich Keime anlagern, die deinen Vogel krank machen. Deswegen statt Plastiknäpfen immer Edelstahl- oder Keramik- bzw. Terrakottaschalen nutzen. Auch die Plastikstangen, die früher in den meisten Käfigen und Volieren schon im Handel angebracht waren, sind schlecht für die Vogelfüße, denn sie sind meist zu dünn und viel zu regelmäßig geformt. Das schadet den Vogelfüßen. Holzstangen sind deswegen schon einmal ein Muss, aber nicht aus gepresstem Holz, denn dann haben wir wieder das Problem, dass die Füße die Stangen komplett umfassen und sich die Krallen nicht abnutzen und sich die Führer an den Fußballen bilden können, weil die Stangen zu regelmäßig und glatt sind. Statt dieser Rundhölzer solltet ihr Stangen aus Naturholz verwenden. Die sind nicht nur unterschiedlich geformt, sondern besitzen meist auch noch die Baumrinde, an denen die Vögel sehr gerne knabbern. Die Gerbstoffe in der Rinde sind außerdem gesund für die Wellensittiche. Was gibt es noch aus Plastik? Natürlich Spielzeug. Das ist nicht unbedingt schlecht. Ihr solltet aber darauf achten, dass es aus Acrylplastik ist. Denn andere Plastikarten enthalten meist Weichmacher. Die sind nicht nur für unsere Vögel, sondern auch für uns ungesund. Natürlicher und sicherer ist natürlich Holzspielzeug oder generell Spielzeug aus Naturmaterialien wie Tannenzapfen, Kork etc. Das ist zwar nicht so bunt wie das Spielzeug aus Plastik, aber für die Vögel genauso interessant. Zwar können Vögel Farben sehen, aber ich habe bisher nicht gemerkt, dass die Wellies lieber mit buntem Spielzeug spielen. Im Gegenteil, wenn sie die Wahl haben, gehen meine Hennen meist direkt an Holz, Blätter und Kork. Außerdem gibt es mittlerweile auch Holz- und Papierspielzeug, das mit Lebensmittelfarbe eingefärbt wurde. Und ihr könnt das Spielzeug auch selbst einfärben. Vielleicht mache ich dazu noch einmal ein Video. Wärt ihr daran interessiert? Übrigens könnt ihr gerne immer noch Themenvorschläge machen oder welche Formate euch gefallen würden. Das schlimmste Spielzeug aus Plastik meiner Meinung nach sind aber diese Plastikvögel für Wellensittiche, die allein gehalten werden. Sie sollen einen Partnervogel ersetzen. Erstens, haltet euren Vogel nie allein. Der kleine Kerl oder die kleine Dame wird auf jeden Fall verhaltensauffällig werden und mindestens depressiv sein, weil ihm ein Partner fehlt. Und zweitens sehen die Vögel wirklich nur mit viel Fantasie wie ein Wellensittich aus. Sie sind viel zu klein, hell und haben die völlig falsche Farbe. Ich meine, habt ihr schon einmal einen grün-roten Wellensittich gesehen? Und diese Begrüßung durch den echten Wellensittich sagt doch schon alles. Ein anderes Thema sind Spiegel und Glöckchen, denn auch sie fördern falsches Verhalten und sollen meist Wellensittiche beschäftigen, die allein gehalten werden. Noch einmal, kein noch so gutes Spielzeug oder ihr als Bezugsperson können dem Vogel einen Artgenossen und die Interaktion mit einem anderen Vogel ersetzen. Ich glaube, Spiegel sind mittlerweile wirklich zu Recht in Verruf geraten. Ich sehe nur noch selten Käfige, die im Zoohandel mit Spiegel angeboten werden. Im Internet gibt es dieses ganze Spielzeug natürlich immer noch zu kaufen, vor allem bei Amazon. Aber das wäre ein anderes Thema. Wenn euch das interessiert, welche Shops ich empfehlen kann, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Den ein oder anderen habe ich ja schon empfohlen. Aber da dieser Kanal nur ein Hobby von mir ist, soll das natürlich nicht in eine Verkaufsveranstaltung ausarten, auch wenn ich mich beruflich mit Online-Marketing beschäftige. Aber zurück zu den Spiegeln. Sie fördern, dass der Wellensittich versucht, sein Spiegelbild, das er für einen Artgenossen hält, zu füttern. Selbst wenn er einen Partnervogel hat oder es einen kleinen Schwarm gibt. Denn Vögel können sich im Spiegel nicht selbst erkennen. Was eher nervig als ein Sicherheitsrisiko ist, sind diese Löckchen, die gerne an Spiegeln, aber auch an anderem Spielzeug angebracht werden. Mittlerweile gibt es die Edelstahllöckchen sogar als Zubehör, um selbst Spielzeug damit auszustatten. Es stimmt, die Vögel lieben es, Geräusche mit ihrem Spielzeug zu machen, aber das geht auch weniger nervtötend als mit diesen Klingeln. So spielen meine Wellies liebend gern mit den Ästen und Blättern der Haselnussweide, die ich dafür extra im Garten gepflanzt habe. Wenn die Blätter getrocknet sind, geben sie nämlich so ein Crunch-Geräusch von sich, wenn die Wellensittiche damit spielen. Wenn euch das Bimmeln nicht stört, könnt ihr natürlich das Vogelspielzeug damit ausstatten. Die Wellies werden es lieben, denn sie setzen gerne Dinge in Bewegung und wenn es dann auch noch Geräusche macht,
So liebten einige aus meinem alten Schwarm diese Gitterbällchen mit Locke. Einer der Hähne warf den Ball immer schwungvoll über seinen Rücken auf die andere Seite der Stange und freute sich über das Klingeln. Das wurde mir mit der Zeit einfach zu nervig. Daher sind für mich im neuen Schwarm Glöckchen tabu. Gitterbällchen gibt es übrigens auch mit Locke drin. Das macht das Spiel mit den Bällchen nur noch reizvoller. Wenn ihr Glöckchen verwenden wollt, achtet bitte darauf, dass sie aus Edelstahl sind und nicht rosten. Auch von sehr bunten Glöckchen würde ich abraten, denn die sind bestimmt nicht nur mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Eine Alternative zu den Plastikgitterbällen sind übrigens kleine Weiden- oder Rattanbälle. Die werden zwar schnell geschreddert und müssen ersetzt werden, sind aber auch natürlicher. Nochmal zurück zu den Befestigungen und wirklich gesundheitsgefährdendem Spielzeug. Ringe zum Klettern, wie dieses Plastikspielzeug, können gerade für kleine Vögel wie die Wellensittiche gefährlich sein. Überhaupt solltet ihr darauf achten, dass das Spielzeug, das ihr kauft, nicht für größere Papageien konzipiert ist. Diese Ringe zum Beispiel, darin könnten sich die Wellensittiche verheddern oder stecken bleiben, wenn sie so füllig sind wie meine Henne Sky. Auch Zelte, die es zunächst nur in der Nagerabteilung für Hamster und Mäuse gab, die aber jetzt auch für Vögel angeboten werden, sind nicht zu empfehlen. Der Stoff ist meistens aus Polyester oder anderen Plastikfasern und dementsprechend nicht unbedingt ungiftig. Lösen die Vögel beim Knabbern kleine Fäden ab, bleibt nicht nur das Problem des Magensteins. Die Vögel könnten damit auch giftige Stoffe aufnehmen und natürlich sich mit ihren Krallen im Stoff verheddern und schlimmstenfalls ihre Füße abklemmen oder sich verletzen beim Versuch, sich wieder zu befreien. Nutzt lieber ähnliches Spielzeug aus Seegras. Noch problematischer sind diese Fluggeschirre für Vögel. Woher kommt bloß dieser Drang, Tiere an einer Leine zu führen? Bei Hunden kann ich es noch verstehen, weil die manchmal auch einen Maulkorb tragen und eben Gassi gehen müssen. Sonst würden sie die Wohnung vollpinkeln. Aber Katzen und Vögel? Bei uns gibt es auch einen Nachbarn, der jeden Morgen mit seinem Kater Gassi geht. Sieht wirklich komisch aus, wenn so ein Tier, das auf seine Unabhängigkeit bedacht ist, wie die Katze, plötzlich mit einem Geschirr an die Leine gelegt wird. Noch unpraktischer ist das für die Vögel, die natürlich den Drang verspüren, wegzufliegen und von diesem Fluggeschirr daran gehindert werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was hier alles passieren könnte. In einer Rezension steht, dass sich ein Wellensittich, dem sie versucht hatte, das Geschirr anzulegen, dabei fast das Bein gebrochen hat, weil er sich natürlich gewehrt hat und dieses Folterinstrument nicht umgeschnallt bekommen wollte. Und selbst wenn es klappen sollte, beim Gassigehen kann sich der Vogel immer noch mit seinen Beinen, Füßen und Flügeln in der Leine verheddern. Bei Hunden passiert das ja auch schon mal häufiger. Mit dem Unterschied, dass die dann nicht panisch mit den Flügeln schlagen und vielleicht sogar aufgrund der ganzen Tortur vor lauter Stress einen Herzinfarkt bekommen und sterben. Also bitte nie versuchen, die Wellis in ein solches Geschirr zu stecken. Ein echtes Sicherheitsproblem sind Seile. Vogelspielzeug wird gerne mit Baumwollfäden ausgestattet, an denen die Wellensittiche auch gerne knabbern. Allerdings knibbeln sie meist kleine Fäden ab und lassen so die Seile ausfransen. Dabei können kleine Partikel in den Kopf oder sogar in die Lunge der Vögel gelangen und zu einem Besoir führen, einem Magenstein. Das führt dann meist zu einer Kopfentzündung oder schlimmer bei der Lunge zu Atemproblemen. Und wenn die Fäden zu lang werden, können sich die Vögel in den Schlaufen verheddern und sich schlimmstenfalls selbst strangulieren. Ich bin daher dazu übergegangen, diese Fäden überall abzuschneiden und habe meine Seile, mit denen ich Stangen, Spielzeug etc. festgemacht habe, von Baumwoll- oder Hanfseilen auf Lederseile umgestellt. Die werden auch nicht so leicht von den Wellis durchgebissen. Wie oft ist schon Spielzeug samt Vogel krachend zu Boden gefallen, weil meine beiden Hähne Kirby und Yoshi so böse waren, die Seile durchzuknabbern. Bei Seegrasspielzeug und Baumwollstangen bzw. Spiralen solltet ihr auch regelmäßig prüfen, ob sie nicht ausgefranst sind und dann das Spielzeug ersetzen. Das letzte Beispiel kann zwar auch ein Spielzeug sein, aber ist in erster Linie als leckerer Snack gedacht. Ich spreche von den Futterstangen und Biskuitkeksen, die es für Wellis im Internet und immer noch in manchen Zoogeschäften zu kaufen gibt. Zwar gibt es mittlerweile angeblich gesunde Alternativen, aber an diesen Knabberstangen ist wirklich nichts gesund. Denn die Körnchen, Nüsse und das getrocknete Obst werden mit Zuckerwasser auf eine Holzstange geklebt. Also sind sie in erster Linie Kalorienbomben, ähnlich wie Cake Pops oder Schokoriegel für uns Federlose. Und der Zucker wirkt genauso. Früher habe ich diese Stangen nämlich häufig als Belohnung für die Wellis einmal in der Woche gekauft. Die kleinen Vögel waren so wild darauf, dass sie nicht nur den letzten Rest der Panade aufgefressen haben, sondern auch den Stock mitsamt dem Zuckerkleber. Wenn ihr den Wellis etwas Gutes tun wollt,
Dann ersetzt die Knabberstangen durch Gemüse und Obst. Auf diesen Spießen oder Kolbenhirse. Das ist viel gesünder und schmeckt den Wellensittichen meist auch besser. Das gilt übrigens auch für diese Biskuitkuchen, die bei meinen Wellensittichen zum Glück nie auf große Gegenliebe gestoßen sind. Und jetzt weiß ich auch warum. Denn in diesem Biskuit steckten genauso viele Konservierungsstoffe und andere ungesunde Zutaten wie in den kleinen Kuchen, die man in Automaten am Bahnhof ziehen kann. Außerdem hatte ich auch ja schon häufiger erklärt, dass Backwaren tabu sind. Die quellen im Magen der Vögel auf und führen zu Verdauungsbeschwerden. Ihr tut also auch Enten und Tauben keinen Gefallen, wenn ihr sie mit altem Brot oder Brötchen füttert. Nutzt das lieber, um für euch und eure Lieben leckere Frikadellen, Knödel oder Paniermehl für Schnitzel zu machen. Ist zwar auch nicht super gesund, schmeckt aber gut. Apropos gut schmecken. Ihr könnt Bellikekse auch einfach selber backen. Dafür braucht ihr nur Mehl, ein Ei und etwas Vogelfutter. Verrührt das Ganze in einer Schüssel und gebt es auf ein Backblech. Ihr könnt auch Kekse ausstechen oder so wie ich versuchen, diese Knabberstangen nachzuformen oder kleine Bällchen. Ganz nach eurem Geschmack. Die Wellensittiche werden es so oder so lieben, egal welche Form die Kekse haben. Für die Süße könnt ihr ein wenig Honig hinzufügen, aber nicht zu viel. Ihr wollt ja nicht die ungesunden Knabberstangen imitieren. Was dagegen zu empfehlen ist, sind Nüsse, getrocknetes Obst, natürlich ungeschwefelt, oder andere Samen, Blüten etc. Das Ganze dann nicht zu lange im Ofen backen und vor dem Servieren natürlich abkühlen lassen. Et voilà, ein gesunder und leckerer Wellensittich-Snack ohne viel Aufwand. Meist auch sehr viel kostengünstiger als die teuren und winzigen Produkte der Industrie. Falls ihr mehr von diesen DIY-Videos sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe mir ein kleines Stativ besorgt und könnte bei Interesse tatsächlich mehr von diesen Videos machen.